Ich bin germanistische Sprachwissenschaftlerin und bin hier in der Philosophischen Fakultät im Department Germanistik Komparatistik verortet. Ich selber bin beschäftigt in der Lehrkräftebildung unter anderem, aber auch eben in der Ausbildung von künftigen Germanisten. Und wir beschäftigen uns aus verschiedener Perspektive damit, dass wir eben Texte betrachten, dass wir Grammatikkenntnisse vermitteln, dass wir auch sehen, wie die deutsche Sprache syntaktisch funktioniert, dass wir Wortschatzanalysen machen. Also zum einen diese sprachsystembezogene Ecke bedienen, aber natürlich dann auch die Sprache als pragmatisches Handlungswerkzeug begreifen. Also Diskursforschung ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich beschäftige mich mit, wie funktioniert die deutsche Sprache in Geschichte und Gegenwart, in verschiedenen Sprachebenen. Also wir können uns mit den Lauten der Sprache beschäftigen, mit ihrer Grammatik, aber auch natürlich, wie sie in der Kommunikation eingesetzt wird, wie vielfältig sie ist, also wie welche sozialen Gruppen Sprache verwenden. Ein Stichwort ist vielleicht Dialekte, auch Jugendsprache, gendergerechte Sprache. All diese Themen sind eigentlich Teil meines Faches. Und deswegen habe ich einen sehr textbezogenen Zugang zur KI. Als eben OpenAI ChatGPT veröffentlicht hat im November 2022, habe ich das natürlich wahrgenommen und habe gedacht, oh, das wird irgendwie unser Fach verändern oder auch wahrscheinlich die ganze Gesellschaft verändern. Und man muss sich irgendwie als Germanistin, egal ob jetzt als Literaturwissenschaftler oder in meinem Fall als Sprachwissenschaftler, sich damit irgendwie aktiv erstmal auseinandersetzen. Und ich habe dann begonnen, ungefähr vor einem Jahr, das erste Mal in Hauptseminare einzubinden. Also ich habe ein Hauptseminar gemacht zu KI-gestützten Writing-Tools aus linguistischer Perspektive. Und inzwischen mache ich jetzt ein Hauptseminar, das beschäftigt sich mit dem Wortschatzgebrauch in Texten. Weil man eben teilweise KI-Texte haben, die Idee, dass man sie womöglich erkennen kann an der Art der Wörter, die in diesen Texten verwendet wird. Da gibt's auch schon einige Forschung zur englischen Sprache, aber noch recht wenig zur deutschen Sprache. Und dass man sich einfach so mit Stilprofil von Wörtern und Worthäufigkeiten in diesem KI-Output, in diesem Text-Output beschäftigt. Das ist eigentlich jetzt so ein bisschen mein Blick. Und ich versuche das durch Lehrveranstaltungen zu begleiten, mit Studenten auch interaktiv kleine Projekte zu entwickeln, wo sie KI-Texte generieren, vielleicht mit menschengemachten Texten dann auch vergleichen, also Textanalyse auch ausweiten auf KI-Output. Das ist eigentlich das, was ich im Moment in der Lehre und in der Forschung mache. Ich habe auch schon jetzt kleine Beiträge veröffentlicht, inwieweit man mit KI automatisiert, gestützt Wörterbuchartikel schreiben kann. Also wir beobachten, wie die KI in alle unsere Wissensbereiche eindringt und ich versuche, das so eben zu verknüpfen. Und eine andere Schiene ist dann eben dieses Ping-Projekt, in das ich auch integriert bin. Und das hat natürlich den Hochschullehr-Input und Aspekt, dass wir versuchen, die Digitalisierung in der Hochschule voranzutreiben. Und wir arbeiten hier interdisziplinär zusammen, also mit Computerlinguisten, Medienpädagogen, Schulpädagogen und eben germanistische Linguistik. Und meine Aufgabe dabei ist es, über Texte aufklären und informieren. Weil ja diese textgenerierende KI eigentlich dialogbasiert arbeitet und sehr viel Texte generiert. Und meine Idee ist dabei eigentlich, Leute, die eigentlich sich nicht mit Texten wissenschaftlich beschäftigen, sie ein bisschen hinzuführen. Was macht gute Texte aus? Wie funktioniert Text? Also Textwissen zu vermitteln, denn ich bin überzeugt, man kann die ganzen KI-Tools bloß dann eigentlich zielführend benutzen, wenn man auch weiß, wann ist der Text gut, den ich mit der KI und ihrer Unterstützung verfasst oder geschrieben habe. Denn wenn ich das nicht beurteilen kann, dann werde ich mich zufrieden geben mit dem, was schon rausgekommen ist und einfach aufhören. Im Ping-Projekt haben wir großes Interesse auch am Prompting, also zu zeigen, wie kann ich effektiv die Prompts verbessern und unterstützen und eben zeigen, was muss ich machen, damit der Output besser wird. Und das eigentlich völlig themenunabhängig, weil man das Ganze ja generell in verschiedenster Hinsicht benutzen können soll.
Die KI hat hier unglaubliche Bereicherungsmöglichkeiten. Sowohl, also wenn Sie jetzt schon ein bisschen verstanden haben, womit sich Sprachwissenschaft beschäftigt, dann ist ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff für uns das Sprachmuster. Weil Sprachmuster, Sprache funktioniert eigentlich mit Mustern, wie man Sätze bildet oder welche Wörter man typischerweise kombiniert oder auch, ja, eben die gesamte Sprachanalyse geht eigentlich darum, Muster zu finden. Man kann dann so weit gehen, wenn man jetzt auf die Diskursanalyse geht, dass man eigentlich sieht, welche Personengruppen benutzen Sprache wie. Oder auch in welchen Gesellschaften wird in welchen Kontexten Sprache wie verwendet. Welche Themen werden sprachlich wie verwortet, in welchen Gesellschaften? Und das erfolgt alles in Mustern, die unbewusst auch unser Handeln, nicht nur das Sprachhandeln steuern, sondern auch unser richtiges Handeln steuern. Und all diese Dinge untersucht und erforscht die Sprachwissenschaft. Und das machen wir natürlich längst auch schon digital gestützt. Also ein ganz wichtiger Begriff ist hier das Korpus. Also wir versuchen, Sprachdaten empirisch zu untersuchen. Das heißt, man wird sich je nachdem, in welchem Bereich man Sprache untersucht, Sprachdaten besorgen und die digital und unterstützt auswerten. Und da kommt natürlich jetzt die KI ins Spiel. Und die Möglichkeiten dieser Sprachmusteranalyse, die sind einfach noch mal viel enormer, wenn man quasi KI integriert. Und deswegen ist die KI auch für die Forschung natürlich hochrelevant. Für die deutsche Sprache hat man eigentlich da noch recht wenig Forschung in meiner Hinsicht. Viel Forschung ist hier international in der Linguistik und beschäftigt sich natürlich dann mit der englischen Sprache und dem Output. Und da gibt's auch einige wissenschaftliche Paper, die irgendwie gezeigt haben, es ist ja so ein Vorwurf im Moment an die KI, dass sie so eine Art Phrasendreschmaschine ist. Also dass sie doch irgendwo bestimmte Texte hervorbringt, die gewisse Hülsen an Ausdrucksformen bieten und mitunter weniger in die Tiefe gehen. Und ich kenne auch Kollegen, die zum Beispiel im Sprachenzentrum arbeiten, die ganz andere Probleme wieder haben mit KI-Einsatz, wenn es um Übersetzungsprogramme und solche Sachen geht. Die sagen auch, sie erkennen einen englischen Text, der mit KI geschrieben wurde, sofort. Also der ist weniger individuell, es werden irgendwie besondere Wendungen verwendet, es gibt eine Vorliebe für bestimmte Wörter und es geht oft weniger in die Tiefe. Auch der gesamte Textaufbau und die Textorganisation scheinen sich sehr zu ähneln. Aber dieses eben systematisch zu erforschen, ist noch nicht, glaube ich, so furchtbar weit gedrungen. Das fängt an, aber das ist eher so das Bauchgefühl, das die Leute haben, die sich mit dem Themenbereich beschäftigen. Und dazu fundierte Forschung zu machen. Das ist eigentlich eine der Ideen, die ich auch habe. Dass man vielleicht Leute interviewt und versucht zu sagen, woran merkst du es denn oder glaubst du es zu merken? Und auf der anderen Seite eben dieser Punkt, dass man sieht, die Erkennungssoftware funktioniert aber irgendwie nicht. Wie geht dieses menschliche Bauchgefühl mit diesem Problem zusammen, dass man keine zuverlässige Erkennungssoftware entwickeln kann? Also da denke ich, benötigt man noch Grundlagenforschung und muss der Sache noch besser auf die Spur gehen. Wir haben halt auch immer diesen Blackbox-Vorwurf, dass wir nicht wissen, wie diese kommerziellen Large Language Models eigentlich arbeiten, in die man recht wenig hineinschauen kann. Und deswegen arbeite ich jetzt auch sehr viel mit Computer- und Korpuslinguisten zusammen und wir versuchen uns auch zusammenzuspannen, denn die arbeiten ja mit eigenen, selbstentwickelten Large Language Models und wenn man die verwendet, die sind vielleicht noch nicht ganz so effektiv, aber man kann versuchen, diesen Blackbox-Gedanken aufzubrechen und wirklich zu verstehen, wie funktionieren diese Modelle, um dann quasi Schlussfolgerungen zu ziehen auf den Output und auf die verschiedensten Aspekte, die damit zusammenhängen. Also ich glaube, dass man da sehr wieder unterscheiden muss, je nach Fach. Weil man zum einen, denke ich, unterscheiden kann zwischen Forschen über KI, Forschen mit KI und quasi generelle KI-Kompetenzen für die Erleichterung von Alltagsroutinen
also eher diese Methodenkompetenz vermitteln. Und deswegen sehe ich KI in der Lehre schon wenn ich mit dem letzten Bereich anfange, auch stark in diesen sogenannten Schlüsselqualifikationen verankert. Dass man einfach hier sieht, ja, wie kann ich KI benutzen, um geschriebene Texte zu verbessern, um die Texte zu korrigieren. Und im Prinzip ist es ja, wenn man die Word-Korrekturhilfe verwendet, auch schon ein digital gestütztes Textoptimierungsprogramm. Und da kann man natürlich ganz einfach die verschiedensten Large Language Models benutzen, um Grammatik verbessern zu lassen, um die Rechtschreibung kontrollieren zu lassen und um einfach den Textoutput zu verbessern. Dann natürlich, wenn ich versuche, im internationalen Kontext zu arbeiten, sei es als Forschender oder Studierender, kann es mir natürlich schon auch helfen, in der Fremdsprache die Texte zu verfassen. Auch wenn es vielleicht nicht die Qualität hat, die ein Muttersprachler erreicht, haben die Texte doch vielleicht eine bessere grammatikalische Richtigkeit. Also diese sprachliche Oberfläche kontrollieren zu lassen, da kann die KI auf jeden Fall helfen. Ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, was in diesen Schlüsselqualifikationskursen für gutes wissenschaftliches Arbeiten vermittelt wird, dann geht es natürlich über diese Textkorrektur hinaus. Da ist das ein kleiner Baustein. Und so hat man natürlich auch hier verschiedene KI-Anwendungsmöglichkeiten, die vielleicht mehr oder weniger gefährlich sein können. Also wenn man quasi vorgefertigte Prompts hat, um irgendwie zu sagen, Methoden-Check-up. Also ich denke, man kann diese KI-Tools nach aktuellem Stand sehr gut für Brainstorming benutzen, also um die eigene Kreativität anzuregen. Vorgefertigte Prompts, die man teilweise hat, die es auch in Hockey zum Beispiel gibt, da habe ich manchmal ein bisschen Bauchschmerzen. Und meine Beobachtung jetzt für mich selbst in der Lehre ist, dass generell Leute, die jetzt anfangen, sich mit KI-Tools zu beschäftigen, die ein KI-Tool wie die Google-Suchmaschine verwenden. Und das ist natürlich verheerend, weil das keine Google-Suchmaschine ist. Man kann sich einfach wegen doch der vorhandenen Halluzinationen nicht darauf verlassen, dass das korrekte Informationen sind, die hier herauskommen. Viele Leute denken, und da gibt's auch schon erste Forschungen dazu, was die Maschine ausspuckt, ist sprachlich perfekt und dann überschätzt man den Inhalt. Und das, glaube ich, ist eine große Gefahr und da muss man dafür sensibilisieren. Und das ist aber allgemein und betrifft die Schlüsselqualifikationen in hohem Ausmaß. Und dann habe ich eben als zweiten Punkt auf jeden Fall die fachspezifische KI-Kompetenz. Wenn ich Informatiker bin, dann werde ich natürlich KI inzwischen benutzen oder irgendwelche Large Language Models, um mir einfach die Eingabe zu ersparen, wenn ich irgendwelche Sachen programmiere. Oder ich kann versuchen, Texte zu verbessern oder zusammenzufassen, um mir den Alltag auch zu erleichtern. Das wäre dann jetzt vielleicht eine anwendungsbezogene Möglichkeit, wie ich auch als Forschende KI benutze. Vielleicht kann ich sie auch für Prüfungen verwenden. Also ich kann in unterschiedlichster Form KI natürlich auch fachspezifisch verwenden. Die Grundlage ist, dass ich denke, man muss immer wissen, wie funktioniert sie, wo kann ich mich auf sie verlassen und wo muss ich vielleicht mit Verzerrungen rechnen. Also ich finde eine kleine Herausforderung, wenn man so KI-bezogene Sachen macht, die absolute Dynamik, die in diesem Bereich herrscht. Also was man heute ausprobiert, kann übermorgen schon wieder irgendwie veraltet sein, weil dauernd irgendwelche neuen Dinge entstehen. Und alles, was man quasi so längerfristig irgendwo einfriert, benötigt irgendwie dynamische Anpassungen. Dass man die Lehrenden sensibilisiert dafür, dass man aber auch sie inspiriert, dass man zeigt, was kann man damit alles machen. Und die Möglichkeiten sind einfach so enorm, dass es eine vergeudete Chance wäre, wenn man das nicht macht. Also ich glaube, im Sinne von einer begeisternden und motivierenden Lehre ist es immer gut, wenn man auch die neuen Technologien hinein in die Hochschullehre holt. Damit kann man Studierende auch abholen, wo sie stehen. Und deswegen müssen natürlich auch die Lehrenden diese Kompetenzen erwerben. Ich denke, dass so informieren, aufklären, inspirieren, dann wird jeder Lehrende sich vielleicht hoffentlich damit auseinandersetzen. Es wird weniger das innovative Projekt werden, sondern vielleicht selbstverständlicher.
wobei man schon sagen muss, dass es teilweise aufwendig ist, fachspezifische Inhalte jetzt mit KI aufzubereiten. Also ein wichtiges Anwendungsfeld ist ja, dass man so individualisiert die Lernprozesse auch unterstützt. Und das bedeutet, man hat unglaubliche Möglichkeiten als Dozent oder Dozentin, aber es ist unglaublich auch arbeitsintensiv und zeitintensiv, wenn man das erste Mal macht. Also Tutorials entwickeln KI gestützt. Aber man kann vielleicht im Kleinen damit anfangen. Einfach ein ganz konkretes kleines Beispiel. Fachliteratur lesen lassen. Dann wünschen sich Studierende oft, es ist so kompliziert der Aufsatz. Warum, wie soll ich den lesen? Und dann kann ich natürlich auch meine Alltagsroutine als Lehrender erleichtern, indem ich jetzt sage, KI, hier ist ein Text, kannst du mir verschiedene Fragen, die als Leithilfe für das Lesen des Textes dienen, mal ausspucken. Und dann habe ich natürlich eine gute Möglichkeit, vielleicht ja wieder studierendenfreundlich als Dozent eine indirekte kleine Unterstützungsmöglichkeit zu bieten. Das geht viel schneller als früher, sowas zu machen. Selber sich solche Fragen auszudenken. Oft kennt man den Text schon, hat ihn aber vielleicht das letzte Mal genauer vor einem Jahr oder vor 2 gelesen. Dann dauert es schon wieder länger, sich solche Fragen auszudenken. Und so kann man vielleicht im Kleinen die Studierenden unterstützen in der Lehre, ohne dass es so viel Arbeit macht. Und das ist eben auch wieder solche Sachen einfach bekannt machen. Wo kann man gefahrenlos KI sehr einfach in den Alltag integrieren? Das sind Punkte, die gut funktionieren. Und warum sollte die nicht jeder oder jede benutzen? Ich denke, man muss sie noch bekannt machen, noch bekannter machen, noch niederschwelligere Angebote schaffen. Also ich persönlich habe im Moment jetzt Erfahrungen mit Textzusammenfassungen. Feedback-Kultur ist sehr unterschiedlich. Also wenn ich habe das auch schon ausprobiert. Einige meiner Ideen für künftige Forschung beschäftigen sich gerade mit Feedback-Kultur mit und durch KI-Tools. Und da kann man manchmal sehen, sie ist ja dialogbasiert. Das heißt, das ist ja auch wie die Dialogführung ist, im Prinzip trainiert durch die Large Language Models oder durch die Daten. Also die ist drauf trainiert, die KI, wie ein Gespräch geführt wird. Das heißt, sie ist natürlich höflich, sie bedankt sich, sie reagiert auch positiv, wenn man ihr gegenüber höflich ist und Höflichkeitsfloskeln verwendet. Und sie lehnt bestimmte Dinge ab, weil sie natürlich auch drauf trainiert ist, bestimmte Sachen verweigert. Wenn ich ihr jetzt sage, korrigiere diesen Text bitte für mich, dann wird sie ihn immer korrigieren, weil sie im Prinzip nicht darauf trainiert ist zu sagen, an diesem Text gibt es nichts zu korrigieren. Und das ist auch so ein Problem, das ich bei dieser Feedback-Kultur im Moment sehe, wenn man sich wissenschaftlich mit Feedback-Kultur und diesen Texten beschäftigt. Also sie wird immer irgendetwas korrigieren und die Frage ist das überhaupt sinnvoll? Also auszuwerten, wie dieses Feedback ausfällt. Erkennt sie überhaupt die Fehler, die zu korrigieren wären, oder korrigiert sie irgendetwas? Also das ist ein sehr, sehr interessantes Spannungsfeld, bei dem man ein bisschen tiefer blicken muss, was, glaube ich, auch dem allgemeinen Nutzer noch verborgen bleibt. Die Frage ist, wie groß ist die Datenmenge, auf der die KI trainiert wird? Das kommt dann auf die Sprache an. Fürs Deutsche ist es schon schlechter als fürs Englische, aber was mache ich mit kleinen Sprachen, die überhaupt wenige digitale Texte haben? Also ist die Frage wieder, für was gilt der Anspruch, dass man die Halluzinationen reduziert und dass man das überhaupt erreichen kann? Also ich glaube nicht, dass man das in nächster Zukunft. Es ist eine Frage der Rechnerleistungen, der Nachhaltigkeit, des Geldes, all diese Dinge. Also wie kann man Halluzinationen reduzieren? Das ist eine der großen Aufgaben der Zukunft. Und wie man sie erkennt, das ist teilweise sehr, sehr mühsam. Weil man dann, je mehr Erfahrung man wieder hat zu einem Thema, umso leichter wird es einem natürlich fallen, das zu erkennen, aber nicht einmal dann. Dann wird man anfangen müssen zu recherchieren und vielleicht Sekundärliteratur zu suchen und zu schauen. Und auch da, wir haben angefangen zu schauen, also wenn man der KI im Moment sagt, sie soll irgendwie den Text wissenschaftlich machen, sie lügt halt ununterbrochen. Also das bedeutet, sie denkt sich wörtliche Zitate der Sekundärliteratur aus. Sie denkt sich Sekundärliteraturquellen aus. Also sogar bei eher einfacheren Punkten, die schon länger auch in der Forschung sind, greift sie eben nicht zurück auf einen kompletten Text und bezieht sich auf den,
sondern nimmt dann irgendwo alles zusammen und kombiniert das eben auf Basis von irgendwelchen Algorithmen und dann kommt halt ein bunter Mix heraus. Wenn ich ihr dann sage, das stimmt aber nicht, diese Quelle gibt's gar nicht, dann entschuldigt sie sich und dann wird's keinen Deut besser beim nächsten Mal, weil sie eben so nicht funktioniert. Das habe ich auch angefangen in die Lehre einfließen zu lassen. Was ist das Problem? Das ist was glaube ich wirklich die Schlüsselkompetenzen leisten müssen. Wenn ich sehe, was ich alles an linguistischen Fachinhalten vermitteln muss, kann das nur etwas sein, was ich manchmal im Moment am Rande mit einfließen lassen kann. Und kostet viel Zeit, mindestens 1 oder 2 Sitzungen, aber ich werde versuchen, das jetzt so zu integrieren, dass ich versuche, ab und an das Bewusstsein zu schärfen. Denn die Grauzone, wie man KI verwendet, ist von allen Seiten groß und das Erschrecken ist groß, wenn man sowas sieht. Also dann fängt man eigentlich an, etwas vorsichtiger das vielleicht wieder zu benutzen. Aber da ist dann auch wieder die Gefahr, wenn man zu sehr warnt, dann will es wieder niemand mehr verwenden. Es ist irgendwie wirklich eine schlimme Gratwanderung im Moment. Das Anregen, aber gleichzeitig sensibilisieren, wo kann ich mich nicht drauf verlassen. Und deswegen wir wissen auch dafür noch zu wenig. Und deswegen glaube ich, ist diese Forschung unglaublich wichtig, dass man versucht, eben in die Funktionsweise hineinzuschauen. Also im Moment glaube ich nicht, dass diese Halluzinationen vollkommen verschwinden. Das machen manche, die lassen ChatGPT überprüfen, ob der Text mit einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde und haben da auch recht hohe Prozentzahlen. Also funktioniert nicht besser oder schlechter, als wenn man diese Erkennungssoftware verwendet. Aber es ist eben immer so eine Grauzone und ich habe auch umgekehrt schon gehört, dass es eben Verdachtsfälle gibt, die dann eben nicht mit KI geschrieben werden, aber dann in den Verruf kommen, dass sie damit geschrieben sind. Und das ist natürlich hochgefährlich. Also ich denke auch eine Reduktion vielleicht von solchen geschriebenen Texten und die aber begleiten von einem Reflexionsgespräch. Das wäre jetzt eigentlich so mein Wunsch oder wie ich das vielleicht mir wünschen würde oder weiterverfolgen würde, dass man nicht mehr so ganz viele Hausarbeiten in den Studiengängen hat, aber die man hat, dass man die dann wirklich mit Reflexionsgespräch, dann merke ich schon, ob das jemand selbst verfasst hat oder ob er sich das irgendwo hergeholt hat. Ich finde am Ping-Projekt sehr spannend die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Also, dass man irgendwo sieht, dass sich mit dem Thema KI, dass sich da ganz verschiedene Disziplinen beschäftigen und dass es sehr studierendennah ist. Dass es eine sehr lebendige Lehre auch ist. Und ich selber, mein Anteil am Ping-Projekt ist im Prinzip in der ersten Phase jetzt sehr wichtig gewesen. Wir haben so verschiedene Stufen eigentlich in diesem Projekt formuliert, von der Vorbereitungsphase bis hin zu interdisziplinäre Workshops, wie quasi KI funktioniert. Und bei diesen interdisziplinären Workshops, da hatte ich eben eigentlich diesen themenspezifischen KI zu Textwissen, Analyse zentraler Funktionalitäten und Textqualitäten. Was sind Texte? Was bedeutet Textwissenschaft? Auch wenn ich kein Textwissenschaftler bin. Und da war meine Aufgabe im Prinzip, ja, eben Textwissen zu vermitteln und zu zeigen, was eigentlich gute Texte bestimmen kann. Dass die in eine gute Kommunikationssituation eingebettet sein müssen. Dass es eigentlich eine kommunikative Perspektive ist, wenn ich Texte verfasse. Dass ich eigentlich immer überlegen muss, für wen schreibe ich den Text, wer rezipiert den Text. Das ist schon mal der eine Punkt, was so meinen Text beim Output beeinflusst. Und das andere ist, wenn ich dann den Text schreibe, in welchem funktionalstilistischen Bereich bewege ich mich? Ist das jetzt ein Text im Bereich der Wissenschaft oder ist es im Bereich der Öffentlichkeit oder ist es ein kreativer Text, bei dem ich irgendwelche Leute unterhalten möchte? Also es sind einfach verschiedenste Bereiche der Situation, die auch diesen Text bestimmen. Und dann natürlich der Textaufbau selbst. Und auch, was muss ich wissen, damit ich einen guten Text schreiben kann? Wie baue ich meinen Text klug auf? Wie verfolge ich mein Textthema konzentriert? Wie kann ich meinen Text klar verständlich machen, wenn es jetzt eine Textsorte ist, in der quasi Textklarheit im Mittelpunkt steht? Zum Beispiel im Workshop haben wir versucht zu kontrastieren. Wir haben raten lassen,
Wir haben Wikipedia-Artikel benutzt zu irgendeinem Sachthema. Das war in dem Fall die Zweitstimme in der Bundestagswahl und ihre Relevanz. Also so einen typischen deskriptiven Text. Das haben wir mit KI kreieren lassen. Und dann haben wir gesehen, ja, der KI-Text, der ist viel länger. Und es waren sich nicht alle sicher. Also erst mal abstimmen lassen, wer denkt, welcher Text ist von der KI. Das ist nicht von vornherein klar erkenntlich gewesen für viele Leute. Und dann haben wir versucht, mit linguistischen Methoden den roten Faden herauszuarbeiten. Und dann hat man einfach gesehen, dass wirklich dieser Wikipedia-Artikel viel besser war, weil die KI viel sprunghafter war. Wir nennen das in der Linguistik die Vertextungsstrategien. Also wie lege ich mein Textthema an, wenn ich ein Thema beschreiben möchte, wenn ich argumentieren möchte, wenn ich erklären möchte, wenn ich nur erzählen möchte. Und da habe ich dann auch kleine Übungen eingebaut, ein Thema gegeben und dann lass die KI mal einen Text schreiben, der dieses Thema aus verschiedener Perspektive verwortet, um einfach ein Bewusstsein zu schärfen für diese verschiedenen Größen und dann eben zu zeigen, wie, wenn ich mehr weiß, wie das geht, dann kann ich natürlich meine Prompts entsprechend anreichern. Und bin in der Lage, die Prompts viel differenzierter zu stellen, weil ich zum Beispiel die Zielgruppe angebe, weil ich zum Beispiel weiß, ich will jetzt hier etwas erklären, was für Schlüsselbegriffe muss ich in den Prompt einbauen, damit der Output quasi dann gleich besser wird. Also wir hoffen dann, dass wir natürlich qualitativ die Hochschullehre weiterentwickeln können dadurch, dass man auch zeigt, wie man kleine KI-Projekte in der Lehre anregen kann, fächerübergreifend, um das dann quasi zu multiplizieren. Also ich glaube, die Top-KI-Kompetenzen sind wirklich zunächst auch mal gewisse Wissensbestände sich aufbauen. Also Kompetenz eigentlich jetzt nicht nur in einem produktiven Sinne, sondern schon auch das Fachwissen notwendig ist. Und Fachwissen sollte sich darauf beziehen, wie funktioniert KI? Das ist das eine, dass man sich der Risiken bewusst wird, dass man als Dozierender auch diese kritische Reflexion anleiten kann. Wenn ich selber nicht weiß, wie das funktioniert, kann ich keine kritische Reflexion anleiten dazu. Und das ist, denke ich, ganz wichtig. Das andere ist dann eher dieses Methoden-Know-how. Welche Tools gibt es? Wie verwende ich diese Tools? Für welche Aufgabenstellung eignet sich welcher Tool wie am besten? Und dann eben allgemeine Medienkompetenzen, die natürlich auch sowas sagen, also die Nutzung, den Inhalt und auch Design und all diese Punkte fließen dann zusammen. Aber ich glaube, an erster Stelle liegt bei mir schon auch noch dieses Aufklären über KI, damit ich selber verantwortungsvoll überhaupt die KI verwende, dass ich diese 3 genannten Täuschungsabsichten eigentlich vermeiden kann. Eben mich selber täuschen über KI, indirekt irgendwelche Verzerrungen verbreiten, weil ich nicht weiß, wie KI funktioniert und gleichzeitig bewusst irgendwie betrügen, indem ich KI benutze und den KI-Output als meinen eigenen ausgebe, ohne ihn überhaupt zu kontrollieren. Das sind so verschiedene Dimensionen des Täuschens, die man mit und bezüglich KI haben kann. Und das ist der Auftakt. Und dann glaube ich eben diese Methodenkompetenzen, dass man sie wirklich benutzen kann, bis hin zur Technik. Wie mache ich sowas überhaupt? Und da haben wir ganz unterschiedliche Anforderungsgruppen. Wir haben eher Leute, die technikaffiner sind. Und ich glaube, dass so Fortbildungsschulungen eben auf verschiedenem Level ansetzen sollten. Eher schon den technikaffinen Menschen abholen, aber auch gerade Leute, die vielleicht jetzt noch nicht irgendwie programmieren können oder die gerade mal in der Lage sind, Google als Suchmaschine zu benutzen, dass man auch denen zeigt, es ist gar nicht so schwierig und trau dir das zu. Wenn unsere KI-Leitlinien für die innovative Lehre fertig sind, glaube ich, dass wir da gute Best-Practice-Beispiele eingebaut haben werden, dass man sich zunächst mal inspiriert. Also ich würde so wie immer, wenn ich mit einem neuen Thema anfange, ganz niederschwellig anfangen. Entweder das Thema mal googeln
Oder auf der FAU-Homepage dann idealerweise diese KI-Leitlinien für innovative Lehre angereichert um KI-Best-Practice-Beispiele, die einfach mal wahrnehmen und betrachten. Das wäre, glaube ich, der erste niederschwelligste Einstieg. Und dann sehe ich vielleicht, ja, das ist interessant und ich will es machen, dann würde ich als nächstes vielleicht wirklich mal einen längeren Vortrag dazu mir herunterladen. Es ist das Internet voll von inspirierenden, kreativen Beispielen aus sämtlichen Fächerkulturen bereits. Und das kann man selbst sich anschauen. Wenn ich dann mir die Zeit nehme, kann man natürlich eine entsprechende Schulung selbst besuchen und unter Anleitung das dann nochmal weiter versuchen. Oder ich kann dann auch niederschwellig das selber ausprobieren. Dann wäre dann eigentlich mein nächster Tipp, einfach mal dann auch keine Angst haben und es ausprobieren. Wir haben ja hier den Luxus an der FAU, dass wir Hawkey benutzen dürfen, also eigentlich eine Schnittstelle, dass man mit dem FAU-Zugang in der Lage ist, sogar verschiedene Large Language Models verwenden zu dürfen. Und das kennen auch viele nicht. Also man kann sich hier einloggen. Man muss sich also nicht irgendwie in der freien Wildbahn jetzt registrieren, sondern man kann das FAU-interne, die Hawkey-Schnittstelle verwenden. Von selbst produzierten Texten. Dass man zum Beispiel sagt, ich habe das selbst jetzt schon so verwendet, man muss ja Abstracts zum Beispiel schreiben und das ist immer so eine Sache oder Zusammenfassungen am Ende von wissenschaftlichen Papers. Ich habe meinen Text, dass man versucht zu sagen, ich muss daraus eine Zusammenfassung machen, könntest du mal, wenn ich dir hier den Text gebe, in 5 Sätzen den gesamten Text zusammenfassen. Also solche Zusammenfassungstextaufgaben, die löst die KI eigentlich recht gut. Und wenn das dazu noch ein Text ist, den ich selber vorher verfasst habe, dann bin ich natürlich in der Lage, diese Zusammenfassung auch einschätzen zu können. Und dann gewinne ich vielleicht zunehmend Vertrauen, dass ich sehe, das funktioniert ganz gut, das unterstützt mich. Wenn ich jetzt irgendwie einen Text lesen muss, ich habe wenig Zeit, ich muss mich vorbereiten, dass man nochmal sagt, kannst du mir den Text kurz zusammenfassen in 5 Kernthesen, dass ich dann nochmal sehe, den Leitfaden entnehme des Textes. Sowas funktioniert auch gut. Also das sind so vielleicht die ersten Dinge, wie man selber im Alltagsleben eine Unterstützung bekommt durch die KI. Und wenn man das hat, dann wird man merken, dann kann ich es auch vielleicht für die Lehre einsetzen. Weil ich zum Beispiel solche Leitfragen für Studierende erstellen lasse. Das sind, denke ich, die absolut niederschwelligsten Punkte. Da muss ich noch nicht Prüfungsaufgaben von KI erstellen lassen, aber man kann das natürlich für Übungssitzungen nutzen, dass man Übungen kreieren lässt von der KI zu dem jeweiligen Themeninhalt. Die Möglichkeiten sind so unendlich und wenn man das erst mal sieht, wird man sie vielleicht auch nutzen.